Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ich heiße euch herzlich willkommen zu dem 2500. Video von Shakes and Fidget. Das ist wirklich verrückt, dass ich das Ganze hier schon mittlerweile so lange mache, ja, so lange durchziehe auf YouTube und mir immer irgendwie noch Themen einfallen zu dem Spiel, obwohl ich dazu sagen muss, dass es mir mit der Zeit deutlich schwieriger fällt, zu dem Spiel auch gewisse Themen zu finden, da halt auch in den letzten Jahren jetzt nicht so große Content-Updates gekommen sind, so, ne? Klar, hier und da gab es so Kleinigkeiten, Titel und Taten und so, ist ganz nice, woraus auch wiederum anderer Content wieder entstanden ist, zum Beispiel mit den Zero Death Runs, LD, Challenges und sowas, ne? Da ist ja dann auch einiges passiert und hat sich für mich auch um einiges an Content ergeben, so, was auf jeden Fall auch sehr nice gewesen ist, ne? Also ich versuche schon, so gut es geht, jedes Feature dahingehend zu nutzen, auch dann dementsprechend Challenges draus zu machen, Content draus zu machen, einfach spannende Unterhaltung euch zu bieten, so, ne, ohne jetzt jeden Tag einfach nur euch vom Pferd zu erzählen oder so, ne, oder hier zu machen, oder hier zu euch zu erzählen, was ich hier gerade in-game mache oder so, ne, weil ich denke mal, die meisten wissen ja, ich brauche hier jetzt nicht mehr euch erzählen, ja, ich schmeiß jetzt hier irgendwie einen Ring ins Klöchen, Pupöchen, gehe danach in die Gilde, mache hier einen Kampf, drehe hier ein paar Mal am Rad oder so. Ja, das brauche ich euch nicht erzählen, ne? Das ist ja sowieso, wisst ihr ja alles schon. Und deswegen, ja, ist es immer schwierig, sag ich mal, beziehungsweise für mich persönlich selbst, jeden Tag eine Challenge, wirklich ein Thema zu Shakes and Fidget sich zu überlegen. Also klar, man könnte auch sowas machen wie, ja, random Stories aus, keine Ahnung, irgendwo was, ne? Aus meinem Leben oder so. Aber ich will auch irgendwo immer noch so ein bisschen Shakes-related bleiben und nicht einen kompletten Just Chatting-Channel hier draus machen. Ne? Das machen wir schon auf Twitch genug, wo man über alles Mögliche spricht. Da ist es auch kein Problem, irgendwie täglich live zu kommen und irgendwie 2, 3, 4 Stunden oder so zu erzählen, weil da chatte ich ja mit euch und ihr gebt mir ja mehr oder weniger fast die Themen vor, ne? Und da handelt es sich ja um alles Mögliche so, ne? Bei den Videos ist das natürlich ein bisschen was anderes, ist ein bisschen mehr tricky, weil du halt hier eben speziell irgendein Thema ansprechen musst, ne? Und ich finde es krass, denn es ist jetzt schon wieder mittlerweile ja, man kann sagen 500 Tage, also über 1,5 Jahre her, dass damals dieses Video hier gekommen ist. Die Firma hinter Shakes and Fidget zu Besuch bei Playa Games, ja. Und das Video kam ja anlässlich meiner 2000. Folge zu Shakes and Fidget raus und war ja damals sozusagen mein 2000 Folgen-Special gewesen. Und da in Zusammenarbeit mit Playa Games durften wir dann dort die Räumlichkeiten zeigen, wie es dort vor Ort aussieht. Ihr konntet euch einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen von dem Entwicklerstudio ja, genießen und das kam ja auch wirklich sehr gut bei euch an und so, ne? Und jetzt sind wir schon mittlerweile hier bei 2500 schon wieder angelangt, ohne dass ich gedacht hätte, dass so schnell jetzt die Zeit vergeht. Und ich bin euch ehrlich, ich weiß ja nicht mal, was ich morgen gefühlt für ein Video mache. Ich habe auch absolut gar keinen Plan, falls es irgendwann soweit sein sollte, dass ich die Folge 3000 oder sowas noch vielleicht schaffe. Ich weiß es nicht, ja, weil irgendwann, ne, keine Ahnung, wenn jetzt nichts weiter mehr kommt von Playa Games, wovon ich jetzt nicht ausgehe, ja, an Content und sowas, dann wird es natürlich für mich zunehmend schwerer, auch jeden Tag Daily Uploads auf YouTube hier zu machen. Ihr habt es vielleicht in der Vergangenheit schon gemerkt, hier und da war mal so ein Tag gewesen, wo, ja, jetzt irgendwie mal, es waren glaube ich jetzt wirklich nur 2 Tage oder so, wo jetzt kein Video kam oder die Uploadzeiten sich ein bisschen verändert und variiert haben und so, ne? Aber selbst wenn ich irgendwann an dem Tag um, keine Ahnung, abends oder so das Video hochlade, ist für mich so das Ding, okay, Checkliste abgehakt. Ich habe wieder meine tägliche Liste an Dingen, die ich gerne mache, die ich in meine Routine einbaue, habe ich wiederum geschafft. Und das ist für mich sowas wie
ja, so eine kleine Herausforderung. Ey, wenn ich das jetzt heute nicht gemacht habe, dann fühle ich mich nicht so gut. Ja, zum Beispiel Dinge wie in meiner täglichen Routine drinne sind, zum Beispiel morgens direkt kalt duschen. Wenn ich das nicht gemacht habe, ne, und mich da der ersten Prüfung nicht gestellt habe, dann ist der Tag erstmal schon mal nicht so geil. Aber wenn du morgens aufgestanden bist, kalt geduscht hast, was auch sehr, also ich mag das auch sehr, für mich ist es nicht mal eine Challenge, ich mag das sehr kalt zu duschen. Ähm, aber wenn du es nicht machst und da schon direkt am Morgen nicht deinen Schweinehund überwindest, dann ist der Tag eigentlich schon im Eimer, mehr oder weniger so, ne? Nicht, dass mich das jetzt runterzieht, so krass, aber das ist so eine kleine Challenge, die stellt man sich morgens einfach, und wenn man sagt, okay, man hat hier am Morgen schon seinen Schweinehund überwunden, dann kann der Tag eigentlich kommen und ist für dich bereit. Genauso wie zum Sport zu gehen. Ja, diese guten Werte, die ich ja euch auch so ein bisschen mit auf den Weg geben möchte immer und so ein bisschen auch vermitteln möchte und für stehen möchte, so zum Sport zu gehen, ne? So gut es geht, so oft es geht natürlich. Ne? Ich schaffe es jetzt auch nicht daily so, aufgrund des Zeitmanagements ist es einfach extrem schwer. Ist auch aber auch keine Ausrede. Ne? Also wer sagt irgendwie, ich habe keine Zeit oder so, man findet immer die Zeit. Ja, das sind von mir auch Ausreden, wenn ich es nicht geschafft habe, so. Man hätte immer die Zeit gefunden. Ja, deswegen ist das für mich auch Teil der Abhakliste. So, wenn ich das nicht gemacht habe, dann fühle ich mich nicht so gut, als hätte ich es gemacht. Und genauso ist das gleiche mit den Videos bei mir mittlerweile schon. Nach über 2500 Videos gehört das Ding einfach so zu meiner Daily Routine. Und wenn das bei mir ja nicht abgehakt wird, dann fehlt irgendwas so, ne? Aber es ist halt eben zunehmend schwieriger, dem Ganzen gerecht zu werden, aufgrund dessen, dass dieses Game ja an sich auch gar nicht so extrem viel zu bieten hat an Content, was man hier rausholen kann. Ja, ne? Und deswegen ist das natürlich auch ein bisschen schwieriger. Nichtsdestotrotz, umso mehr stolz bin ich eigentlich darauf, auch wenn die Videos jetzt nur Start-Stopp-Aufnahmen sind oder so. Darum geht es ja gar nicht, dass jetzt die Videos übermäßig hart editiert und bearbeitet sind und da, keine Ahnung, machen wir jetzt das nächste Hollywood-Movie draus oder so. Das ist gar nicht Sinn der Sache mit meinen Videos so, ne? Klar machen wir hier und da mal ein paar Special-Videos, wo wir ein bisschen mehr Arbeit reinstecken und so, ne? Aber es geht mehr darum, hier euch auch täglich auch mit so ein bisschen zu begleiten. Ich höre so häufig die Leute spielen, während sie das Video schauen, selbst ihre Alu und sowas. Es macht halt einfach Spaß, dann nebenbei zuzuhören oder irgendwas anderes nebenbei zu machen. So ein bisschen wie ein Podcast, ne? Weil es gibt ja auch, so wie jetzt gerade, jetzt nicht so extrem viel zu sehen, ne? Es ist ja nicht immer so der Fall. Aber wie gesagt, umso mehr stolz bin ich einfach auf diese Playlist, wo jetzt schon, ich weiß gar nicht, warum 2600 Videos fast drinne sind, aber ich glaube, hier hat sich vielleicht noch der ein oder andere Stream oder sowas mit reingemogelt oder ja, Folgen, die ich jetzt nicht nummeriert habe, weil ich mir gedacht habe, okay, die gehören jetzt nicht zu einer Shakes and Fidget Folge dazu, sondern das ist einfach nur ein Zusatz, sag ich mal, ja, und in der Playlist sind halt einfach schon jetzt 2600 drinne, was einfach unglaublich krank ist so, ne? Und deswegen, ja, mal gucken, wie es weitergeht. Also ich werde natürlich versuchen, weiterhin auch mein Bestes zu geben, so, jeden Tag für euch am Start zu sein. Aber ich wollte euch auch nur heute so ein bisschen mit dem Video informieren, dass es halt öfter oder ab und zu mal sein kann, dass ja sich die Upload-Zeiten verschieben oder dass halt eben mal ein Tag zwischendurch vielleicht mal nicht ein Video kommt, obwohl ich das wirklich ja, vermeiden möchte so. Also wenn jetzt mal irgendwann in Zukunft einen Tag lang kein Video kommen sollte, dann habe ich es entweder wirklich absolut nicht geschafft, an dem Tag ein Video zu machen, oder mir haben schlicht und weg einfach die Themen gefehlt. Ja, eher zweiteres ist der Fall, weil selbst so wie jetzt gerade, das Wochenende war ich ja in Hamburg gewesen bei Playa Games und es kam ja trotzdem jeden Tag ein Video. Das hat für euch keinen Unterschied gemacht. Für euch war es so, als ob ich nicht da gewesen wäre, aber ich war ja seit Donnerstag nicht mehr zu Hause. Das heißt, ich habe ja vorproduziert die Videos, sodass quasi die Daily Dose of Dorza nicht abgebrochen wird. Ne? Und ja, deswegen meistens produziere ich dann in solchen Fällen vor, sodass es nicht vorkommen sollte, dass ich mal einen Tag lang das nicht schaffe zu uploaden so. Aber falls es mal so ist, dann ist es meistens eher so, dass mir einfach ja an dem Tag irgendwie
das Thema gefehlt hatte. Und das ist, wie gesagt, eigentlich die größte Challenge dabei. Ja, es geht gar nicht darum, irgendwie die Zeit zu finden, jeden Tag ja 10 Minuten eine Aufnahme zu machen, dann das Video zu bearbeiten und zu uploaden und sowas alles. Sondern es geht eher, also das ist nicht die meiste Zeit, die ich da reinstecke. Die meiste Zeit stecke ich tatsächlich da rein, Themen mir den Tag über in meinem Kopf zurechtzulegen. Okay, was kann ich morgen wieder für ein Video machen? Ja, das ist bei mir so das, womit ich mich am meisten beschäftige. Was kann ich euch morgen zeigen, was ich jetzt nicht schon irgendwie 1000-mal erwähnt habe oder so? Ja, was jetzt nicht irgendwie schon zigmal angesprochen worden ist, sondern was kann man noch irgendwie so einigermaßen abwechslungsreich jeden Tag euch zeigen? Und das ist wirklich die größte Aufgabe für mich, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz bin ich trotzdem sehr, sehr dankbar dafür. Meine Stimme ist noch ein bisschen weg vom Wochenende. Ich hoffe, man hört es nicht allzu krass. Ähm, Trotzdem bin ich euch extrem dankbar dafür, dass ihr mich schon so lange auf dieser Reise begleitet. 2500 Folgen. Muss man sich einfach mal überlegen, wie lange das jetzt schon mittlerweile ist. Wenn man jetzt sagt 2500, nicht 25, geteilt durch 365, also ein Jahr quasi, dann sind wir alleine bei fast 7 Jahren, die ich jeden Tag durchgängig ein Video hochlade. Ja, alleine von den Shakes and Fidget Folgen her. Dann kommen noch die unzähligen Livestreams dazu und sowohl damals noch auf YouTube als auch jetzt auf Twitch. Und das ist einfach, ja, das ist einfach schon eine Hausnummer so. Ne? Ich habe natürlich nicht täglich damals hochgeladen. Also wenn man das jetzt zurückrechnen würde, würde man sagen, okay, ich habe 2019 angefangen, Daily-Videos zu machen. Das stimmt nicht. Mit Shakes and Fidget Content hatte ich ja aktiv 2017 angefangen, aber ich habe noch nicht direkt zum Anfang Daily-Uploads geballert. Das kam dann erst so ein bisschen später. Und deswegen, ja, kommt man da so ungefähr auch auf die Summe so, ne? Und das muss erstmal einer nachmachen, ja. Und deswegen Dankeschön auch an euch, dass ihr euch auch nach gefühlt 7 Jahren Daily Uploads immer noch hierher verirrt, Kommentare schreibt oder die Videos anschaut und sowas. Da bin ich auf jeden Fall euch sehr dankbar, weil ähm, nicht nur ich begleite euch ja auch auf eurem Wege so, indem ihr die Videos anschaut jeden Tag, sondern ihr begleitet ja auch mich auf meinem Wege. Und wir verbringen einfach eine extrem lange Zeit zusammen, so was ich einfach sehr zu schätzen weiß. Ja, weil ihr seid halt irgendwo in einer gewissen Art und Weise in einem Abteil meines oder in einem Abschnitt meines Lebens wirklich eine lange Begleitperson als zusammen, ne, so zusammen fusioniert für mich, als auch ich für euch so. Und das ist einfach nicht selbstverständlich, dass man so viel Zeit ja, mit jemandem halt eben verbringt, weil, wie gesagt, die Zeit könnt ihr auch irgendwie sinnvoller nutzen oder so, ne? Oder anderweitig gestalten. Trotzdem entscheidet ihr euch immer noch hier zu sein. Das weiß ich einfach sehr zu schätzen, ja. Weil gerade so in den heutigen Zeiten, ihr seht ja, wie schnell die Zeit vergeht, ne? Die gibt euch keiner wieder. Ja, die könnt ihr euch auch nicht kaufen, die Zeit. Ne? Und deswegen sage ich auch immer wieder, die Zeit ist das kostbarste Gut, was wir hier auf der Erde haben, weil keiner von euch kann euch die Zeit wiedergeben. Das, was passiert ist, ist passiert. Und ne, Geld könnt ihr euch immer wieder irgendwoher beschaffen und alles damit kaufen und so, aber halt eben nicht die Zeit. Und deswegen, weil sie halt eben so sehr begrenzt ist und wir halt eben nur, ja, keine Ahnung, eine bestimmte Lebenszeit haben hier, ist es halt eben auch sehr wertvoll, ne, sag ich mal, sich so die Zeit einzuteilen, wie man halt eben das für sich machen möchte. Und deswegen, ja, weiß ich das sehr zu schätzen, dass ihr euch dafür entscheidet, auch denn so lange schon an meiner Seite hier zu verweilen. Deswegen vielen, vielen herzlichen Dank. Und ja, wir werden sehen, was die 3000. Folge so bringt, eines Tages irgendwann. Ja, in den nächsten 1,5 Jahren. Mal gucken, wie sich das bis dahin alles weiterentwickelt hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie es bis dahin weitergeht. Auf jeden Fall, ja, schätze ich mal, bin ich dann immer noch da. Aber mal gucken, wie lange man das Ganze, ja, noch weitermacht. So, ne? Also, ich denke mir immer so, okay, es kann von heute auf morgen kann schon alles vorbei sein. Ne? Es kann immer passieren, dass irgendwas mit dem Spiel ist oder irgendwas mit der Firma dahinter oder irgendwas auch mit mir ist oder so. Ja, deswegen keine Ahnung. Deswegen schätze ich einfach jeden Tag, solange es halt geht und mache das hier halt eben so weiter wie bisher. Freunde, das soll es aber auch dann soweit von mir gewesen sein.
Ich bedanke mich nochmal bei euch recht herzlich für den ganzen Support die ganzen Jahre über. Ich weiß das wirklich sehr, sehr zu schätzen, auch wenn ich das immer so daher sage. Aber ich sage es nicht so daher. Es hört sich vielleicht so an, aber ich kann es auch nicht. Also ich kann euch meine Wertschätzung, was das angeht, nicht in Worte fassen. So, das ist immer so das, womit ich so ein bisschen ein Problem habe. Ja, trotzdem solltet ihr wissen, dass ich das wirklich sehr, sehr vom Herzen zu schätzen weiß. Und bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, so auch heute. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und munter, damit wir uns auch in den nächsten 500 Folgen weiterhin hier auf YouTube oder auf Twitch sehen. Bis dahin alles Gute, haut rein und bis zum nächsten Mal.